Hallo zusammen! Heute nähen wir aus einem übrig gebliebenen Patchwork-Block ein Katzenohrenkörbchen. Die sehen auf einem Gartentisch im Sommer super süß aus und lasst uns das einfach machen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Ich sitze schon an der Nähmaschine. Folgt mir einfach. Wir starten mit einem bereits vorbereiteten Patchwork-Block. Das heißt, wir haben aus unserem Block schon einen kleinen Mini-Quilt gearbeitet mit einem Binding. Wie das geht, dazu seht ihr hier oben in der Ecke ein Video. Wir können unseren Block quilten, wir können auch zwei unifarbene oder zwei farbige Stoffstücke wählen. Wir können das Ganze quilten oder wir können das lassen. Wir können das handhaben, wie immer wir mögen. Wenn wir unser kleines Patch fertig vorbereitet haben, legen wir die Rückseite nach oben und falten unser Patch in 3 gleich große Hälften. Das Ganze schaut dann so aus. In etwa, das muss nicht hundertprozentig sein, so reicht das völlig. Wenn wir das haben, klappen wir eine Seite zurück und wir nähen an beiden zusammengeklappten Seiten einmal die äußeren Kanten zueinander. Wir können unseren Rand breit fassen oder schmal. Ich möchte ihn hier sehr schmal fassen. Dazu gehen wir an die Nähmaschine. Die Innenkante unserer rechten Füßchenseite liegt an der Außenseite unseres Stoffes. Ich habe eine 80er Universalnadel eingestellt, eine 3er Stichlänge und wir legen los. Wir schließen beide Seiten. So schaut das Ganze nun aus. Wenn wir das haben, suchen wir unsere Mitte an der oberen Kante. Das heißt, wir schlagen das einmal zueinander und stecken hier in der Mitte eben eine Nadel ein. Unser Block gibt uns hier schon die Mitte vor. Wir falten das einmal halb zurück und merken uns diesen Endpunkt, ebenfalls mit einer Nadel. Wir markieren uns die mittlere Linie einmal. Wir legen unser Lineal an der oberen Kante an unserer Nadel gerade an. Wir haben unseren Endpunkt mit einer Nadel gesichert und wir ziehen eine wieder entfernbare Linie. Wir reihen einmal unsere mittlere Linie ein. Wir stellen unsere Fadenspannung auf 1 oder klein oder wie immer ihr das sonst so handhabt. Ich stelle sie gerne sehr klein. Wir lassen 2 lange Fäden überstehen. Wir wählen die größte Stichlänge, die unsere Maschine bietet, und wir reihen einmal genau über unsere Linie. Bis zu unserem Endpunkt. Hier ziehen wir unser Stück zur Seite und lassen wieder 2 lange Fäden stehen. So schaut das aus. So, an einer Seite lässt sich ein Faden nun ganz gerade ziehen und wir halten von dem unteren Faden noch ein paar Schlingen übrig. Und da über diesen Faden können wir nun unser Stück zusammenziehen. Wir verknoten einmal hier die unteren Enden, damit uns das nicht abhaut. Und nun schieben wir einfach die Schlingen zusammen. So. Das Ganze funktioniert super gut und einfach. So weit wie das geht. Wir möchten das richtig eng zusammen haben. So. Wenn wir das haben, verknoten wir hier unsere oberen Fäden. Ich sichere mir das noch einmal, damit mir das nicht auseinanderrutscht, wenn ich nun knote. So. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben.
Und wenn ihr mehr Videos in diese Richtung sehen möchtet und kein Video verpassen möchtet, freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert. So schaut das aus. Damit das nicht aufgeht und gut hält, drehen wir das mal einmal um. So, schieben wir das hier noch einmal ganz eng ineinander und nähen einmal vorsichtig über diese Strecke. Achten darauf, dass unsere Ohren gerade stehen, formen die schon ein bisschen vor, dass wir gleich nicht ein großes und ein kleines Ohr bekommen. So, das schieben wir eng zusammen, schieben das vorsichtig unter. Wir haben eine 80er Nadel. Denkt daran, nehmt keine zu feine Nadel, dann funktioniert es nicht. Denkt daran, die Fadenspannung wieder vernünftig einzustellen und die Stichlänge nach unten zu korrigieren. Hier nehme ich eine sehr kleine Stichlänge, ich wähle 2 und wir nähen das vorsichtig ab. Schieben das ineinander. Und nähen vorsichtig. Ich mag hier jetzt nicht rückwärts nähen, also drehe ich das einmal um. Ups. Und nähe wieder zurück. Denkt daran, das Füßchen wieder abzusenken. Das merkt man nicht, wenn man so viel Höhe unter dem Füßchen hat. Und wir holen das wieder unter unserer Maschine hervor. Langsam nimmt das Form an. Unsere Ohren kippen jetzt nach hinten. Das ist auch gut so. Unsere Fäden, die sich hier jetzt gesammelt haben, schneiden wir einfach ab. Als nächstes arbeiten wir die Ecken ein. Wir schauen zu, dass diese Seite hier gut eingepresst ist. Klappen eine Seite zu einer Spitze auf, legen das genau in die Mitte, falten das auseinander und wählen nun 1/3. Messen 1/3 ab, so dass es 1/3 und dieses Drittel ist bei mir jetzt 3 cm hoch. Na wunderbar. Das zeichne ich mir ein. Auf der anderen Seite brauche ich nicht mehr messen, da muss ich es nur noch ganz genau hinlegen. Einmal nochmal mit dem Daumen darüber, das einpressen, einmal falten, auseinanderziehen. Und wir zeichnen unsere 3 cm Linie ein. Hier ist nochmal der 45-Grad-Winkel eingezeichnet. Daran kann ich sehen, ob ich gerade und akkurat die Ecke zur Seite gefalten habe. Wir kontrollieren, ob beide Linien wirklich auf einer Linie liegen und wandern damit zur Nähmaschine. Können das noch einmal stecken, wenn wir mögen, damit das nicht mehr verrutscht. An unserer Nähmaschine nähen wir nun einmal diese Ecken fest. Vernähen auf der Stelle. Das gleiche wiederholen wir auf der zweiten Seite. So schaut das Ganze nun aus. Wir entfernen die Nadeln. Das ist unser Ergebnis. Und wir drehen das Ganze einmal um. Formen unsere Ecken aus. Formen die Ohren aus. Unsere Katzenohren. So, greifen das hier noch so ein bisschen genauer und enger und glatter und überhaupt und ziehen jetzt die Ohren so ein bisschen
zur Seite. Weg. Und so schaut unser Katzenkörbchen nun aus. Ich hoffe, euch gefällt dieses Körbchen. Ich werde, Moment, ein bisschen Brot hineinlegen. Ich finde es für Baguette ganz ideal, weil es diese längliche Form hat. Das gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, ihr arbeitet das Katzenkörbchen einmal nach. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.